Baseball hat irgendwas. Es ist jeden Tag eine neue Challenge. Und du siehst jeden Tag bei einem Spiel was du vorher noch nie gesehen hast. Kein Spiel ist gleich, kein Training ist gleich. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, was Baseball eigentlich mit meinem Kopf macht. Ich habe mein erstes Baseballspiel gesehen, als ich 6 Jahre alt war. Damals in Detroit. Und das war das beste Erlebnis für mich. Also danach war es keine Frage mehr, was ich für den Rest meines Lebens machen werde. Ich wollte nur noch Baseball, Baseball, Baseball. Und das war der Beginn meiner Karriere. Wenn du mit deinem Vater werfen möchtest, bitte nicht so fest, es tut mir weh. Da war er 10. Marcus was this unusual talent. He was a confident kid. Durch das vor mir, ich glaube, 6 Deutsche es überhaupt geschafft haben, jemals in Amerika zu spielen und davon natürlich keiner in der Major League. Aber sobald du einen Vertrag unterschreibst, ist dein einziges Ziel Major League. Also da gibt es gar keine Diskussion mehr. Dieser Stempel, damit ich den Rest meines Lebens sagen kann, so, du bist der erste Deutsche, der Major League Baseball gespielt hat. 4 hits. Here comes the 1-2 delivery. Is strike 3 called. What a night for Marcus Solbach. Wonderful career. Any German baseball player would be jealous, tremendously jealous to have anything that Marcus has been able to do. Also Marcus ist der ehrgeizigste Mensch, dem ich je begegnet bin. Even if it was ridiculous, he would figure out a way to do it. And I think that's led to him being so successful and knocking on the door to the Major Leagues. Genau, das war dann das erste Jahr, wo ich ganz, ganz knapp vor der Major League stand. Mir wurde am Ende des Jahres gesagt, dass ich mich nicht wundern soll, wenn ich den Anruf bekomme. Here's the 0-1 on Guzman. Dylan Dingler, oh no, Solbach grasping at his forearm. Ich habe am Anfang gedacht, dass mir der Unterarm gebrochen ist. That didn't look good. Genau, im Spiel. Ein Wurf im Spiel und dann ist es gerissen. And they're going to take Solbach out. It's not a good sign. That might be his last pitch. Yeah. That he did something serious to his elbow. I actually watched the injury on the TV and saw it happen, so I was like, that's got to be bad. Da habe ich mir natürlich Sorgen gemacht und dann kam aber auch 10 Minuten später direkt der Anruf, dass er sich verletzt hat und dass er jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus ist. Und ich sah schon an seinem Gesicht, da war nicht nur eine Sehne verrutscht. In meiner Uniform, direkt ins MRT, am gleichen Abend noch. Das Band ist in der Mitte durchgerissen. Die schlimmste Verletzung, die man beim Baseball haben kann. 12 bis 16 Monate Reha, sogenannte Tommy John-Operation. Ja, Tommy John ist wahrscheinlich so das Schlimmste nach, du musst aufhören mit Baseball für immer, so was passieren kann, so weil du halt echt, kann sogar vielleicht 2 Jahre sein, die du raus bist. Das war das erste Mal, wo ich mir eigentlich sehr sicher war, dass es das war. Marcus war wirklich super verzweifelt und normalerweise ist er so ein positiver Mensch. Ja, es war eine sehr tragische Situation. Super emotional, also ich habe eigentlich nur geheult. Mein Agent war so der mich quasi wieder auf den richtigen Weg geführt hat. Er hat gesagt, hör mal zu, du bist genau in deiner Prime, du bist 31 Jahre alt, du kriegst einen neuen Arm. So musst du das sehen. Du hast 12 Monate Zeit, um komplett zu regenerieren und wenn du wiederkommst, bist du stärker als je zuvor. Dieser Satz war so, du hast recht. Nee, du bist noch nicht fertig. So, du gehst noch nicht nach Hause. Ja, plötzlich war der alte Marcus wieder da, der noch ehrgeiziger und motivierter war als je zuvor. And now he's going to face his biggest challenge, coming back from a major reconstruction of his elbow. Wer weiß, vielleicht ist der Traum ja auch noch gar nicht zu Ende. Denn dieser eine Pitch in der Major League, der fehlt ihm noch zu seinem ganz großen Glück. His character is, I'm not defeated, ever. Und jetzt sind wir 11 Monate später und ich bin wieder ungefähr 1,5 Monate davor, mein erstes Spiel zu werfen bei der Europameisterschaft. So, das ist natürlich eine Riesensache, wo auch keiner weiß, wie gut du danach zurückkommst, wenn du so eine Verletzung hast. Any baseball player who's had UCL reconstructive surgery will tell you it will test your faith of if you really want to do this. Ein offizielles Debüt bei der Europameisterschaft, das erste Mal vor Talentscouts zu werfen, das erste Mal vor Zuschauern wieder zu werfen.
Die Leute sagen, okay Markus, du bist jetzt 32, du hast einen brandneuen Arm, du wirfst fester als je zuvor. Wir geben dir noch eine Chance, um nächstes Jahr wieder im Springtraining dich beweisen zu können. Hey, but if anybody could pull this thing off, and it would be a miracle pull-off, it would be this guy. Ja, die Angst, die muss man irgendwie überwinden. Was mir mehr Angst macht, ist, dieses nach Hause zu kommen und versagt zu haben. Also den Erfolg zu haben, davor habe ich keine Angst. Ich habe eher Angst zu versagen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo es wirklich das letzte Mal ist, wo ich es probiere.